Mein Name ist Nora Krug. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, Süddeutschland. Bin dann mit 19 Jahren nach England gezogen für 3 Jahre, um dort am Liverpool Institute for Performing Arts zu studieren, und zwar Bühnenbild. Und nach meinem Bachelor bin ich dann nach Berlin gekommen, um dort im visueller Kommunikationsstudiengang zu studieren mit Schwerpunkt Dokumentarfilm und dann auch Illustration. Ich habe mich dann immer mehr für Illustrationen interessiert und dann entschlossen, noch einen Masterstudiengang an der School of Visual Arts in New York nachzuschieben und habe mich dann ganz auf Illustrationen konzentriert. 2018 habe ich ein Buch veröffentlicht mit dem Thema Heimat, ein deutsches Familienalbum. Das ist eine Graphic Memoir zum Thema meiner deutschen Familiengeschichte und dem Zweiten Weltkrieg. Und zustande kam eigentlich dieses erneute Interesse am Zweiten Weltkrieg dadurch, dass ich zu dieser Zeit schon 12 Jahre in Amerika gelebt hatte, vorher auch 3 Jahre in England. Und als Deutsche im Ausland mich viel mehr eigentlich mit meiner deutschen Identität auseinandergesetzt habe, als ich das vielleicht getan hätte, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Für mich war das Buch nie ein Versuch, die Schuldgefühle, mit denen ich auch aufgewachsen bin, zu überkommen oder das Handeln der Deutschen oder auch der Mitläufer und auch meinem Großvater zu entschuldigen, sondern besser zu verstehen und auch zu verstehen, was sein Handeln und Verhalten, seine Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat, für mich vielleicht auch für Konsequenzen noch heute haben und wie ich daraus persönlich lernen kann. Und das insofern stellt das Buch Heimat keine Antwort auf meine Fragen dar, aber eben einen selbstbewussteren Umgang mit dem Thema, vor dem ich mich vorher so ein bisschen gescheut hatte. Also etwas, was ich sehr gerne tue, wenn ich in Berlin ist auf Flohmärkte gehen, weil für mich sind Flohmärkte und auch Haushaltsauflösungsgeschäfte Stätten der Erinnerung. Dort findet man Fotografien, Briefe, Objekte aus der Nazizeit immer noch heute. Und das ist der Grund für mich auch, warum ich dann auf Flohmärkte gehe und solche Dinge kaufe, weil ich finde, dass die in die richtigen Hände gehören, in die richtigen Archive. Ich habe sie auch schon in Museen ausgestellt, im Kontext meiner Arbeit zum Thema Zweiter Weltkrieg. Und das ist für mich ganz wichtig, auch um wieder die persönliche Erfahrung aus dieser Zeit greifbarer zu machen, anstatt dieses Wissen sich nur aus Geschichtsbüchern anzueignen. Als Illustratorin sehe ich mich auch als Zeugin, indem ich zum einen recherchiere, zum anderen aber auch dann zeichne, schaffe ich wieder neue Bilderwelten, die den Betrachter selber zum Zeugen machen und auch ein neues Verständnis der Geschichte unter Umständen erwecken können und unterstützen können. Aber die Illustration hatte schon immer eine politische Komponente, aber auch eine sehr persönliche Komponente. Also sie versucht eben nicht objektiv zu sein, sondern sie versucht durch einen persönlichen Filter die Realität zu schildern. Und das macht sie natürlich auch sehr poetisch und deswegen auch für den Betrachter sehr emotional. Ich habe mich sowohl für ein DAAD als auch ein Fulbright-Stipendium beworben und der DAAD hat es mir dann auch erlaubt, den Abschluss zu machen und diese Erfahrung auf das 2. Jahr auszuweiten und meinen Master auch zu bekommen. Und das war eine unglaublich bereichernde Erfahrung, die ich ohne den DAAD nicht hätte machen können und hat mir natürlich auch eine ganz, ganz andere Perspektive auf die Welt, auf mich, auf mein Denken gegeben. Wenn man keine Menschen aus anderen Ländern kennenlernt, dann ist man doch sehr beschränkt in seinem Denken. Ich glaube, das gilt für uns alle auf der ganzen Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man in Austausch kommt und in Gespräche kommt mit anderen.